Flavia Godinho Mafra wurde am 19. April 1996 in São Baptista im Bundesstaat Santa Catarina geboren. Sie war die jüngste in einer harmonischen Familie. Ihre Eltern waren einfache Arbeiter, die sich mit aller Kraft bemühten, ihren Kindern eine gute Erziehung zu bieten. Flavia wuchs zu einem gütigen, einfühlsamen und geselligen Menschen heran. Sie war eine hervorragende Schülerin, liebte Musik und war stets von Freunden umgeben. Bereits als Teenager hatte sie den festen Entschluss gefasst, Lehrerin zu werden und in ihrer Heimatstadt zu bleiben. Nach dem Pädagogikstudium fand sie eine Anstellung an einer Grundschule, genau an der, die sie selbst einst besucht hatte. Mit 20 Jahren lernte Flavia einen jungen Mann namens Valdeli Mafra kennen. Zwischen den beiden sprang schnell der Funke über und bald darauf begannen sie, sich zu treffen. Im Sommer 2019 machte Valdeli ihr einen Heiratsantrag und sie nahm ihn freudig an. Im Oktober feierten sie ihre Hochzeit und schon 2 Monate später kam die freudigste Nachricht überhaupt. Flavia wurde schwanger. Ihre Freude kannte keine Grenzen. Rosalba Maria Grimm wurde ebenfalls in São Baptista geboren, allerdings im Jahr 1994. Über ihre Kindheit ist der Familie wenig bekannt. Schon von klein auf galt sie als seltsam und übermäßig emotional. Sie log ständig, schrieb sich nicht vorhandene Verdienste zu und versuchte, wichtiger zu wirken, als sie war. Aus diesem Grund nahmen viele sie nicht ernst. Mit zunehmendem Alter manipulierte Rosalba die Menschen immer häufiger, indem sie auf ihr Mitleid spielte. Sie erfand Geschichten über Krankheiten und Schwierigkeiten, um Aufmerksamkeit zu erregen. Einmal hielt sie sogar einen Mann bei sich, indem sie ihn davon überzeugte, dass sie an einer schweren Krankheit im Sterben liege, und flehte ihn an, in ihren letzten Monaten bei ihr zu bleiben. Und als sich das Schauspiel in die Länge zog, wurde sie plötzlich geheilt. Im Jahr 2017 heiratete Rosalba den ruhigen und bescheidenen Zulma Schisla. Die Heirat war ihre Idee. Er widersprach ihr einfach nicht. Sie ließen sich in einem kleinen Haus am Stadtrand nieder. Rosalba arbeitete als Schulbibliothekarin, doch ihre Kollegen begegneten ihr wegen ihrer Lügen und ihres herrischen Charakters mit Vorsicht. In den ersten 3 Jahren ihrer Ehe konnte Rosalba nicht schwanger werden. Die Ärzte sagten, es gebe fast keine Chance. Deshalb war sie im Herbst 2019, als der Test unerwartet 2 Striche anzeigte, überglücklich. Sie erzählte es sofort allen Verwandten, Freunden und Kollegen und postete sogar ein Foto des Tests in den sozialen Netzwerken. Sie wurde mit Glückwünschen überschüttet. Ihr Mann und ihre Verwandten verwöhnten sie und schirmten sie vor jeglichem Stress ab. Selbst diejenigen, die sie früher nicht besonders mochten, waren nun von Mitgefühl erfüllt. Alle wussten, wie sehr sie sich ein Kind gewünscht hatte. Doch im Dezember geschah etwas Schreckliches. Im 3. Monat erlitt Rosalba eine Fehlgeburt. Sie stand unter Schock, sagte es aber niemandem. Stattdessen tat sie weiterhin so, als sei sie schwanger. Es ist schwer zu sagen, was genau sie sich vorgenommen hatte, aber Rosalba beschloss, es bis zum Ende durchzuziehen. Da sie wusste, dass sie kaum noch einmal schwanger werden würde, begann sie, weite Kleidung zu tragen, um den Anschein zu erwecken, sie sei hochschwanger. Und irgendwo tief in ihrem Unterbewusstsein nahm ein monströser Plan Gestalt an. Etwa 2 Monate nach der Fehlgeburt verbreitete sich in der Schule die Nachricht, eine weitere Lehrerin erwartete ein Kind. Sie hieß Flavia. Auch sie wurde von allen Seiten beglückwünscht. Bis zu diesem Zeitpunkt standen sich die beiden Frauen nicht besonders nahe, außer dass sie sich bei Begegnungen grüßten. Doch nun war Rosalba plötzlich von der Idee begeistert, sich mit Flavia anzufreunden. Sie fügte sie in den sozialen Netzwerken hinzu, schrieb ihr jeden Tag, lud sie zu Spaziergängen ein oder plauderte einfach nur. Da ihre Entbindungstermine angeblich zusammenfielen, versicherte Rosalba, dass sie so viel gemeinsam hätten. Flavia war zunächst skeptisch. Sie wusste, dass Rosalba als etwas seltsam galt, willigte aber schließlich ein, in der Pause gemeinsam zu Mittag zu essen. Sie tauschten ihre Telefonnummern aus und Rosalba beschönigte wie üblich die Realität, indem sie herzzerreißende Geschichten erzählte, um Mitleid zu erregen. Nur eines davon war wahr. Sie hatte sich tatsächlich jahrelang ein Kind gewünscht. Von der Fehlgeburt kein Wort. Zunächst sahen sie sich selten, obwohl sie an derselben Schule arbeiteten. Doch wie sich später herausstellte, hatte Rosalba über soziale Netzwerke 2 weitere schwangere Frauen aus derselben Kleinstadt gefunden. Frauen,
die nach ihren Berechnungen ungefähr zur gleichen Zeit gebären sollten wie sie, so zumindest ihre Darstellung. Auch sie versuchte, sich ihnen anzunähern, lud sie zu Spaziergängen ein und bat fast schon darum, sie besuchen zu dürfen. Rosalba erzählte allen, dass sie ein Mädchen erwarte und bereits den Namen Alice ausgesucht habe. Doch als sich herausstellte, dass ihre beiden Online-Bekannten mit Jungen schwanger waren, brach sie den Kontakt zu ihnen abrupt ab. Flavia hingegen erwartete tatsächlich ein Mädchen. Und von diesem Moment an konzentrierte sich Rosalba nur noch auf sie. Mit jedem Monat wurde es schwieriger, die Schwangerschaft vorzutäuschen. Rosalba lernte die Symptome aus dem Internet auswendig und erzählte sie ihrem Mann, ihrer Familie und ihren Kollegen, als wären es ihre eigenen. Innerhalb weniger Monate nahm sie fast 14 Kilogramm zu, doch ihr Bauch sah trotzdem nicht wirklich wie der einer Schwangeren im fortgeschrittenen Stadium aus. Das Hauptproblem war ihr Mann. Er bestand darauf, gemeinsam zum Arzt zu gehen. Er wollte das Baby auf dem Ultraschallbild sehen, doch Rosalba wich immer wieder aus. Zulmar war ein einfacher und gutgläubiger Mann. Er vergötterte seine Frau und glaubte ihr jedes Wort. Deshalb konnte sie sich leicht herausreden. Mal war die Klinik überlastet, mal war der Arzt verreist, mal wurde sie plötzlich empfangen, während ihr Mann bei der Arbeit war. Um es glaubwürdiger zu machen, schrieb sie sogar gefälschte Notizen in ihr Handy, angeblich vom Arzt. Empfehlungen, Terminbestätigungen, Absagen. In medizinischen Begriffen war sie nicht bewandert, machte Fehler, aber Zulmar bemerkte das nicht. Er verstand davon auch nichts. Es ging so weit, dass Rosalba ihrem Mann im Namen des Arztes schrieb. Zum Beispiel riet sie ihm, vorübergehend auf Intimität zu verzichten, um keine Schwangerschaft zu riskieren. Der Mann gehorchte, ohne auch nur zu zweifeln. Rosalba war verrückt nach Babyartikeln, kaufte Strampler, Windeln, Fläschchen, Schnuller, Decken und Spielzeug. Sie ging mit ihrem Mann, ihrer Mutter oder ihrer Schwester einkaufen, doch bald richtete sich ihre Aufmerksamkeit ganz auf Flavia. Im Juli 2020 organisierte sie ein Fotoshooting für Schwangere. Ein Kleid mit einem falschen Babybauch, winzige Babyschuhe, ein Strampler. Ihr Mann stand daneben, küsste ihren Bauch und sie lächelte gerührt in die Kamera. Sie sah so natürlich aus, dass niemand einen Haken vermutete. Später landeten diese Fotos in einer Strafakte. Anfang Juni 2020 waren Flavia und Rosalba unzertrennlich, sahen sich jeden Tag, tauschten Gedanken aus und schmiedeten Pläne. Doch die Initiative ging immer von Rosalba aus. Die gutherzige Flavia konnte nicht ablehnen, wenn sie versuchte, ein Treffen zu verschieben. Rosalba schlüpfte in die Opferrolle, erzählte, dass sie Probleme habe und Unterstützung brauche. Das funktionierte jedes Mal. In Wirklichkeit beobachtete Rosalba Flavia genau, befragte sie zu Symptomen, Untersuchungen und Arztbesuchen. Rosalba gab diese Details später ihrer Familie und ihrem Mann als ihre eigenen Eindrücke weiter. Sie kopierte Flavias Gangart, ihre Gewohnheiten, ahmte sogar ihre ungewöhnlichen Essgewohnheiten nach und imitierte, wie sie sich am Rücken festhielt oder sich unbeholfen bewegte. Valdeli, Flavias Ehemann, mochte die neue Freundin seiner Frau nicht. Es ärgerte ihn, wie viel Zeit sie miteinander verbrachten, deshalb kam es in der Familie sogar zu Streitigkeiten. Aber die gutherzige Flavia konnte Rosalba einfach nichts abschlagen oder sie ignorieren. Mitte Juli hätte Rosalba nach ihren Berechnungen bereits entbinden müssen, doch sie erfand eine neue Lüge. Angeblich hätten sich die Ärzte bei der Berechnung des Geburtstermins geirrt, während sie in Wirklichkeit etwas wahrhaft Schreckliches vorbereitete. Ein Szenario wie aus einem Horrorfilm, das bald Wirklichkeit werden sollte. Im August begann Rosalba für Flavia eine Feier zur bevorstehenden Geburt zu organisieren. Sie suchte Dekorationen aus, lud Gäste ein und plante eine Fotokulisse. Flavia lehnte aus Höflichkeit zunächst ab, doch Rosalba bekam einen Wutanfall, weinte und erzählte, wie viel Mühe sie investiert habe und wie sehr sie etwas Besonderes für ihre Freundin tun wolle. Schließlich willigte Flavia ein, ohne zu ahnen, was sie erwartete. Die Veranstaltung wurde für den 28. August 2020 angesetzt. Rosalba übernahm die gesamte Organisation und versprach den Gästen Ort und Zeit mitzuteilen. Doch am Vortag rief sie jeden an und sagte, die Feier werde aufgrund unvorhergesehener Umstände verschoben. Die Erklärung klang überzeugend. Niemand ahnte etwas. Und niemand warnte Flavia, die von all dem nichts wusste.
Am 28. August, pünktlich zur vereinbarten Zeit, holte Rosalba die ahnungslose Flavia ab und sagte, sie würde sie zur Feier fahren. Da es sich um eine reine Frauenveranstaltung handelte, blieb Valdelie zu Hause. Er begleitete seine schwangere Frau lediglich zu Rosalbas Auto, ohne zu wissen, dass er sie dort zum letzten Mal sah. Auf dem Weg dorthin hatte Flavia keine Ahnung, wohin sie fuhren. Rosalba sagte, es sei eine Überraschung. Nach einigen Minuten bat sie Flavia, sich eine Augenbinde anzulegen, um den Überraschungseffekt nicht zu verderben. Flavia zögerte, willigte aber schließlich ein. Sie spürte keine Gefahr. Während der ganzen Fahrt unterhielt sich Rosalba locker, um ihre Freundin zu beruhigen. Sie brachte sie an den Stadtrand zu einer verlassenen Keramikfabrik. Flavia, die immer noch die Augenbinde trug, ließ sich aus dem Auto in eines der alten Gebäude führen. Die Stille und der seltsame Geruch mussten Flavia misstrauisch gemacht haben. Sie streckte die Hand aus, um die Augenbinde abzunehmen, kam aber zu spät. Im nächsten Moment schlug ein Ziegelstein mit voller Wucht auf ihren Kopf. Rosalba schlug immer wieder zu, bis Flavia zu Boden sank. Der letzte Schlag traf sie direkt ins Gesicht. Später konnte Rosalba nicht erklären, warum sie auf sie eingeschlagen hatte, als sie bewusstlos war. Wahrscheinlich wollte sie derjenigen, die sie ihre Freundin nannte, einfach so viel Schmerz wie möglich zufügen. Ohne Flavias Bauch überhaupt zu untersuchen, machte sich Rosalba an den zweiten, unvorstellbar grausamen Teil ihres Plans. Sie hatte ein Bastelmesser, Lappen und eine Decke mitgebracht. Mit fester Hand begann sie, den Körper ihrer Freundin aufzuschneiden. Ohne die geringste medizinische Ausbildung riss Rosalba einfach den Bauch von Flavia auf und versuchte, das Kind herauszuholen. Sie ging grob und ungeschickt vor. Das Cuttermesser riss das Fleisch auf, anstatt saubere Schnitte zu machen. Was sie sich als schnell und einfach vorgestellt hatte, verwandelte sich in einen blutigen Albtraum. Der Eingriff dauerte viel länger. In ihrer Wut wurde Rosalba noch ungeschickter und schnitt das Baby mehrmals, als sie versuchte, es herauszuziehen. Die Bedingungen waren unhygienisch. Sie versuchte nicht einmal, die Instrumente zu desinfizieren. Dass das Kind überlebte, kann man als Wunder bezeichnen. Rosalba wickelte das Neugeborene in eine Decke, legte es auf den Rücksitz, wischte sich notdürftig die Hände ab, zog saubere Kleidung an und warf die blutbefleckten Sachen in den Kofferraum. Sie hielt einen Moment inne, um ihre Geschichte zu wiederholen, und machte sich auf den Weg ins Krankenhaus. Sie hatte den Kofferraum nicht richtig geschlossen. An der Ampel öffnete sich der Deckel ein wenig und gab den Blick auf die blutbefleckte Kleidung frei. Die Insassen des hinter ihr fahrenden Autos bemerkten dies und riefen sofort die Polizei, wobei sie die Fahrzeugmerkmale und die Fahrtrichtung angaben. Wenige Minuten nachdem Rosalba im Krankenhaus angekommen war, traf die Polizei ein. Die Beamten hielten sie am Eingang an und sie hielt ein blutbeflecktes Bündel in den Armen. Rosalba erklärte, dass es sich um ihre neugeborene Tochter handele, die dringend Hilfe benötige. Sie wurde auf die Intensivstation gebracht, während die Polizisten in der Nähe warteten. Mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen erzählte Rosalba dem medizinischen Personal, dass die Wehen plötzlich eingesetzt hätten und sie es nicht mehr bis zum Krankenhaus geschafft habe. Angeblich sei das Kind auf den Kies gefallen, als sie zum Auto eilte, und in ihrer Panik habe sie es in die erste Decke gewickelt, die ihr in die Hände fiel. Als der Arzt vorschlug, sie zu untersuchen, lehnte Rosalba ab und sagte, es gehe ihr gut. Das weckte sofort Misstrauen. Nachdem sie das Baby untersucht hatten, erkannten die Ärzte, dass hier etwas nicht stimmte. An ihrem Körper befanden sich seltsame Schnitte und Stichwunden, die keineswegs den Folgen eines Sturzes ähnelten. Die Spuren stammten eindeutig von einem scharfen Gegenstand, wobei die Stiche chaotisch verteilt waren. Glücklicherweise waren keine lebenswichtigen Organe verletzt und die Ärzte versorgten die Wunden schnell. Das medizinische Personal meldete seine Verdachtsmomente sofort der Polizei und gemeinsam bestanden sie auf einer Untersuchung. Sie machten deutlich, dass sie den Fall vor Gericht bringen müssten, sollte sie sich weigern. Rosalba blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Wie erwartet ergab die Untersuchung keinerlei Anzeichen einer Schwangerschaft oder Geburt, weder Blutungen noch Verletzungen, überhaupt nichts. Ihre ganze Geschichte erwies sich von Anfang bis Ende als Lüge, doch die Ärzte wollten nicht sofort alles aufdecken. Stattdessen baten sie ruhig, ihren Mann zu holen und die Dokumente mitzubringen.
Sie hatte nur ihren Führerschein dabei. Es galt herauszufinden, woher das Kind stammte und warum es so seltsame Wunden hatte. Dem Zustand nach zu urteilen, hatte die Geburt des Babys offensichtlich unter unhygienischen Bedingungen stattgefunden, doch noch ahnte niemand etwas von dem schrecklichen Verbrechen. Rosalba rief Zulma an und sagte, sie habe eine Tochter zur Welt gebracht, aber es habe Komplikationen gegeben. Sie bat ihn, die Dokumente zu bringen, erklärte, wo sie lagen, beging dabei jedoch einen fatalen Fehler. Sie vergaß ein wichtiges Beweisstück. Als Zulma die Papiere zusammenstellte, nahm er versehentlich Flavias Krankenakte mit. Diese Mappe hatte Rosalba vor einigen Wochen gestohlen, als sie unter dem Vorwand, ihr moralische Unterstützung zu geben, mit einer Freundin zum Arzt gegangen war. Sie hatte alle Befunde und Einträge studiert und die Akte dann zu ihren eigenen Unterlagen gesteckt. Genau dort fand sie ihr ahnungsloser Ehemann. Als man im Krankenhaus den Nachnamen Godinho und den Geburtstermin Anfang September sah, wurde sofort alles klar. Doch die wichtigste Frage blieb, wo war die leibliche Mutter? Die Polizei verdächtigte Zulma der Mittäterschaft. Man nahm ihn fest und verhörte ihn, wie er an die fremde Krankenakte gekommen sei und woher seine Frau das Kind habe. Der Mann stand unter Schock. Als man ihm sagte, dass Rosalba nie schwanger gewesen sei, schwieg er zunächst, begann dann aber zu leugnen. Er behauptete, er habe seine Frau die ganzen 9 Monate lang selbst betreut, habe das Kind fast spüren können, wie es sich bewegte, und zeigte Fotos aus dem Schwangerschaftsshooting sowie die Korrespondenz mit dem Arzt. Doch diese Nachrichten verschlimmerten die Situation nur noch. Sie waren voller Fehler und falscher medizinischer Begriffe. Bald stellte sich heraus, dass Rosalba sie selbst von ihrem Handy ausgeschrieben hatte. Als man Zulma alle Fakten vorlegte, brach er zusammen, verbarg sein Gesicht hinter den Händen und brach in Tränen aus. Er hatte seiner Frau aufrichtig geglaubt und davon geträumt, Vater zu werden. In der Zwischenzeit meldete Valdeli Mafra, Flavias Ehemann, sie als vermisst. Er erzählte, dass sie zu einer Freundin gegangen sei und um 21 Uhr zurückkommen sollte, aber nie angekommen sei. Ihr Handy war ausgeschaltet. Valdeli begann andere Gäste anzurufen und erfuhr mit Entsetzen, dass die Feier bereits am Vortag abgesagt worden war. Als er Rosalba, die Organisatorin der Feier, nicht erreichen konnte, fuhr er sofort zur Polizei. Auch ihr Telefon blieb stumm. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei noch keine Informationen aus dem Krankenhaus über Rosalba und das Baby erhalten und ahnte daher nichts von einem Zusammenhang zwischen den Vorfällen. Die Beamten sagten, sie würden am Morgen mit der Suche beginnen, doch das reichte Valdeli nicht. Zusammen mit Flavias Eltern und Verwandten organisierte er eine eigene Suchaktion und teilte die Gruppe in mehrere Teams auf. Valdeli machte sich auf, um die Außenbezirke der Stadt abzusuchen. Als er an einer verlassenen Fabrik vorbeifuhr, beschloss er, sich dort umzusehen. Genau dort fand er die Leiche seiner Frau, die bis zur Unkenntlichkeit entstellt war. Unter Schock rief er sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Er konnte nicht begreifen, wer zu solcher Grausamkeit fähig war. Als die Polizei am Tatort eintraf, war bereits eine Meldung aus dem Krankenhaus eingegangen. Eine Frau hatte ein Neugeborenes gebracht und behauptet, sie habe es selbst zur Welt gebracht. Die Ärzte bestätigten jedoch, dass keine Entbindung stattgefunden hatte. Außerdem hatte sie eine Krankenkarte auf den Namen Flavia Godinho bei sich. Als sich herausstellte, dass der Name des Opfers mit dem Namen auf der gestohlenen Karte übereinstimmte, fügte sich alles zusammen. Die Untersuchung ergab, dass Flavia mindestens 5-mal mit einem Ziegelstein auf den Kopf geschlagen worden war, der Tod jedoch durch Blutverlust eintrat, nachdem die Täterin versucht hatte, das Kind zu entnehmen. Die Tatwaffe, ein Cuttermesser, wurde neben der Leiche gefunden. Es gab mehr als genug Beweise für Rosalbas Schuld. Ein DNA-Test bestätigte, dass das Kind, das sie als ihr eigenes ausgab, Flavias Tochter war. Doch selbst dann leugnete Rosalba weiterhin ihre Schuld und blieb bei ihrer Darstellung. Ihre Fingerabdrücke wurden auf dem Messer gefunden, Blut des Opfers auf der Kleidung, den Schuhen und sogar im Haar. Die Ermittler stellten außerdem fest, dass Rosalba vor einigen Monaten eine Fehlgeburt hatte, woraufhin sie weiterhin vorgab, schwanger zu sein. Sie hatte das Opfer im Voraus ausgewählt und das Verbrechen sorgfältig geplant, um das Kind zu entführen, hatte jedoch die Folgen überhaupt nicht durchdacht.
Rosalba wurde des vorsätzlichen Mordes mit besonderer Grausamkeit, der Entführung des Neugeborenen und der Körperverletzung des Kindes für schuldig befunden. In dem Versuch, das Strafmaß zu mildern, beschrieb sie das Verbrechen detailliert und schockierte damit alle Anwesenden im Gerichtssaal. Ihr Anwalt versuchte zu beweisen, dass die Angeklagte nach der Fehlgeburt einen psychischen Zusammenbruch erlitten und den Bezug zur Realität verloren habe. Ein Gutachten ergab jedoch, dass Rosalba zurechnungsfähig war und sich ihrer Handlungen voll bewusst war. Sie wurde zu 57 Jahren Haft verurteilt, mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Bewährungsentlassung frühestens nach der Hälfte der Haftzeit. Rosalbas Ehemann Zulma Schisla wurde vollständig freigesprochen. Er wusste nichts von den Plänen seiner Frau und war nicht an der Tat beteiligt. Kurz nach der Verhaftung reichte er die Scheidung ein und verließ São Baptista. Auch Flavias Familie verließ nach dem Prozess die kleine Stadt, in der jeder jeden kennt. Sie wollten nicht, dass die kleine Cecilia, so nannten sie Flavias Tochter, an einem Ort aufwuchs, an dem sich jeder an die Geschichte ihrer Mutter erinnert. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.